Leute, ich hoffe, dass es euch super geht. Wenn ich nur 1 € dafür bekommen würde, jedes Mal, wenn jemand zu mir sagt, ich habe keine Zeit, Deutsch zu lernen, dann wäre ich wahrscheinlich schon reich. Ja. Und wisst ihr was? Ich kann das wirklich verstehen. Besonders gerade nach der Migration kann das Leben total chaotisch sein. Man arbeitet, hat Behördentermine, muss kochen, einkaufen, den Haushalt machen, sich an ein neues Leben gewöhnen und nebenbei versucht man auch noch irgendwie Deutsch zu lernen. Ja, aber Deutsch lernen muss nicht noch eine zusätzliche Pflicht sein. Es sollte ein ganz normaler Teil eures Alltags werden. Und genau darüber werden wir heute sprechen. Ja? Und genau dabei können euch die heutigen Tipps helfen. Und falls ihr mich nicht kennt, mein Name ist Mohadesse Mohi. Ich komme aus dem Iran, aber ich wohne in Deutschland und ich bin Deutschlehrerin. Hier in diesem Kanal sprechen wir über verschiedene Themen auf Deutsch und versuchen unsere Sprachkenntnisse durch Zuhören, Zuschauen, Sprechen und Genießen zu verbessern. Falls ihr an solchen Inhalten interessiert seid, bitte vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dankeschön! Der erste Tipp: Nutzt eure Leerlaufzeiten. Es gibt jeden Tag Momente, in denen wir nichts Besonderes machen. Ja, wir machen jeden Tag einige Aktivitäten, die nicht so viel Konzentration brauchen. Gleichzeitig kann man auch andere Aktivitäten machen. Ja, zum Beispiel auf dem Weg zur Arbeit oder beim Spazierengehen, beim Kochen, beim Putzen und sogar beim Wäsche aufhängen. Hört in dieser Zeit einfach einen Podcast auf Deutsch. Ihr müsst dafür keine zusätzliche Zeit finden. Ihr nutzt einfach Zeit, die sowieso schon da ist. Ich bin Lenne Kafka und heute geht es darum, wie wir gesünder miteinander sprechen. Zu Gast ist Kommunikation. Darüber, wie ihr am besten Podcasts zum Deutschlernen hört, habe ich schon einmal ein eigenes Video gemacht. Deshalb nur ganz kurz. Es ist überhaupt nicht so schlimm, wenn ihr am Anfang nicht den ganzen Podcast versteht. Das ist völlig normal. Viel wichtiger ist, dass ihr jeden Tag regelmäßig zuhört. Mit der Zeit gewöhnt sich euer Ohr an die Sprache, ihr erkennt immer mehr Wörter wieder und werdet automatisch immer mehr verstehen. Gerne. Kopernikus war ein Astronom und Mathematiker und der hat... Der zweite Tipp: Macht das, was ihr sowieso gerne macht, aber auf Deutsch. Schaut ihr gerne Serien? Dann schaut sie auf Deutsch. Hört ihr Musik? Dann probiert deutsche Musik aus. Seid ihr viel auf Instagram oder YouTube? Dann folgt nicht nur Deutschlernseiten, folgt auch deutschen Vloggern, Comedians, Foodbloggern oder Lifestyle-Influencern. So begegnet ihr die Sprache ganz automatisch jeden Tag und das fühlt sich gar nicht mehr wie Lernen an. Der dritte Tipp: Weniger ist manchmal mehr. Ihr müsst nicht jeden Tag 50 Wörter lernen, 50 neue deutsche Wörter lernen. 5 bis 10 Wörter reichen völlig aus. Nehmt euch ungefähr 30 Minuten Zeit. Lernt die neuen Wörter, schreibt danach ein paar Sätze damit oder erzählt euch selbst eine kleine Geschichte. Denn Wörter bleiben nicht im Kopf, wenn wir sie nur lesen. Wir müssen sie benutzen. Und jetzt rechnet mal.
5 Wörter pro Tag sind 35 Wörter pro Woche. 10 Wörter pro Tag sind sogar 70. Das ist richtig viel und gleichzeitig überhaupt nicht stressig. Der 4. Tipp. Denkt auf Deutsch. Ja, das klingt am Anfang vielleicht etwas komisch, aber hilft unglaublich. Beschreibt einfach in Gedanken, was ihr gerade macht. Versucht in Gedanken immer auf Deutsch mit euch selbst zu sprechen. Jetzt steige ich in die U-Bahn ein. Ich trinke gerade Kaffee. Ich mache mir gerade einen Tee und gieße heißes Wasser in die Tasse. Ich toaste gerade Brot. Je öfter ihr das macht, desto automatischer wird Deutsch für euer Gehirn. Der 5. Tipp. Führt ein Tagebuch auf Deutsch. Schreibt jeden Abend nur ein paar Sätze. Was ist heute passiert? Wie habt ihr euch gefühlt? Worüber habt ihr euch gefreut oder geärgert? Es muss überhaupt nicht perfekt sein. Niemand wird es korrigieren oder benoten. Es geht nur darum, dass ihr anfangt, eure eigenen Gedanken auf Deutsch auszudrücken. Übrigens, diese Tagebücher habe ich bei Thalia entdeckt. Ich finde es richtig toll, weil es einem direkt Ideen gibt, worüber man schreiben kann. Und ganz nebenbei wiederholt man durch diese Fragen und Sätze auch viele nützliche Alltagswörter. Und wenn ihr in Deutschland lebt, dann nutzt wirklich jede Gelegenheit zum Sprechen. Bestellt beim Bäcker auf Deutsch. Stellt im Supermarkt eine Frage. Unterhaltet euch mit euren Nachbarn oder Kollegen. Und selbst wenn ihr gerade nicht mitredet, hört genau zu, wenn Deutsche miteinander sprechen. Ihr werdet überrascht sein, wie viele Wörter und Redewendungen ihr dabei ganz nebenbei aufschnappt. Das ist ja das Allerwichtigste, wenn wir hierher kommen, der typische Ausdruck. Ja, dann hat meine Mutter das mir vor 2 Tagen oder 3 Tagen geschickt, wo ich in diesem... Am Ende möchte ich euch noch eine Sache mitgeben. Ihr müsst nicht jeden Tag stundenlang lernen, um Fortschritte zu machen. Wichtiger ist, dass Deutsch jeden Tag ein kleines bisschen Teil eures Lebens wird. Ja, denn genau diese kleinen Gewohnheiten machen auf Dauer den größten Unterschied. Und jetzt bin ich gespannt. Was hält euch im Moment am meisten vom Deutschlernen ab? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Vielleicht ist das sogar das Thema für mein nächstes Video. Ja? Und wenn euch dieses Video gefallen hat, bitte vergesst nicht, das Video zu liken und den Kanal zu abonnieren. Dankeschön und bis zum nächsten Video. Tschüss!